Herzlich willkommen zu Episode 4, die Initiation, der geheime Weg zum göttlichen Feuer. In den vorherigen Folgen haben wir den Osiris-Zyklus als kosmisches Drama betrachtet. Das Licht wird verraten, zerstückelt, verstreut und doch durch Magie und Wissen wiederhergestellt. Wir haben gesehen, dass Isis die Grenzen der Naturphilosophie erreicht, aber nicht überschreitet. Der fehlende Phallus, die generative, lebendige Kraft, konnte nur symbolisch ersetzt werden. Die Mystery-Schulen lehren nun, um das Licht dauerhaft zurückzubringen, um Osiris wirklich und für immer auferstehen zu lassen, braucht es einen entscheidenden Schritt, die Initiation. Die Initiation ist kein Ritual für die Massen. Sie ist der geheime Prozess, der den Menschen über die Naturphilosophie hinausführt, das verlorene Wort wiederherstellt und ihn selbst zum Träger des göttlichen Feuers macht. Wer diesen Weg geht, wird nicht mehr nur Beobachter der Welt sein, er wird ihr Schöpfer. Der deutsche Anthroposoph Rudolf Steiner beschreibt in seinen Vorträgen zur ägyptischen Geheimlehre in der Gesamtausgabe 106/107 sinngemäß: Die Initiation ist der Weg, auf dem der Mensch das göttliche Feuer in sich erweckt. Er stirbt symbolisch den Tod Osiris, durchschreitet die Finsternis und wird wiedergeboren als Träger des Lichts. Nur durch diesen Prozess erkennt er, dass er selbst der Sohn des Unsichtbaren ist. Die Initiation beginnt immer mit dem symbolischen Tod. Der Kandidat wird in die absolute Dunkelheit geführt, in eine Kammer des Schreckens, oft tief unter der Erde. Dort wird er mit dem alchemistischen Motto konfrontiert: Vitriol, visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Besuche das Innere der Erde, durch Reinigung wirst du den verborgenen Stein finden. Dieser Satz ist der Schlüssel. Der Initiant muss in sich selbst hinabsteigen, in die tiefsten Schichten seiner Seele, um das verborgene Licht zu finden. Der verborgene Stein, den Vitriol meint, der Stein der Weisen, ist in der hermetischen Tradition kein materielles Ding, mit dem man Blei zu Gold machen kann. Die exoterische, für die Profanen bestimmte Sichtweise, dass Alchemie einfach die Umwandlung von unedlen Metallen in Gold sei, ist eine bewusste Irreführung. Sie dient dazu, die wahre Lehre vor den Unvorbereiteten zu verbergen und gleichzeitig Neugierige anzulocken, die dann an der Oberfläche hängen bleiben. Das Wort Alchemie selbst führt uns zurück nach Ägypten. Es gibt zwei große Theorien zur Herkunft des Wortes Alchemie. Die eine führt es auf das altägyptische Chem zurück, die schwarze Erde des Nils, Symbol für fruchtbare Materie und Ägypten selbst. Diese Deutung war lange Zeit populär, besonders in esoterischen Kreisen. Die heute von Sprachwissenschaftlern favorisierte Erklärung geht jedoch aufs Griechische zurück und wird wie folgt erläutert. Alchemie kommt von kymeia oder chymeia, was in der Zeit und der Veränderung der Sprache zu Chimia wurde, was Gießkunst oder Kunst des Schmelzens und Legierens bedeutet. Dieses Wort war schon im hellenistischen Ägypten in Gebrauch und wurde später von den Arabern als Alkimia übernommen. So gesehen ist die Alchemie ursprünglich eine griechisch-ägyptische Kunst und der arabische Artikel al hat sich einfach erhalten. Die Bearbeitung der schwarzen Erde ist somit symbolisch die Bearbeitung der eigenen Seele, die Reinigung und Veredelung des Inneren, bis aus der dunklen Materie das Gold des erleuchteten Geistes wird. Der wahre Stein der Weisen ist der veredelte, göttliche Intellekt selbst, das reine Licht des Bewusstseins, das durch innere Reinigung und Erkenntnis gewonnen wird.
Dieser Prozess wird in der Alchemie als Nigredo bezeichnet, die Schwärzung, die dunkelste Nacht der Seele, in der alles Alte zerfällt und stirbt. Erst wenn der Initiant diese tiefste Finsternis durchschreitet, die völlige Auflösung des Ego, kann das Licht, das Gold, erscheinen. Das Kybalion, das klassische Werk der hermetischen Philosophie, erklärte sinngemäß, die wahre Transmutation geschieht im Inneren des Menschen. Das Blei der Unwissenheit und der niederen Leidenschaften wird durch geistige Alchemie in das Gold der Erleuchtung verwandelt. Wer den Stein der Weisen sucht, sucht ihn nicht draußen, er sucht ihn in sich selbst. William Walker Atkinson, einer der Autoren hinter dem Kybalion, betont in seinen hermetischen Schriften: Der Stein der Weisen ist kein physisches Metall. Er ist der erleuchtete Geist, der alle Dualitäten überwunden hat und nun in Einheit mit dem All lebt. Die äußere Alchemie ist nur der Schatten der inneren Arbeit. Manly P. Hall beschreibt in The Secret Teachings of All Ages aus dem Jahr 1928 sinngemäß: Die Profanen sehen in der Alchemie die Herstellung von Gold aus Blei, eine materielle Verwandlung. Die Eingeweihten wissen, es geht um die Umwandlung des Menschen selbst. Der Stein der Weisen ist der göttliche Funke im Inneren, der durch Reinigung, Meditation und Initiation zum Leuchten gebracht wird. So wird der Abstieg in die innere Erde, die eigene Seele, zum entscheidenden Schritt. Der Initiant reinigt sich von allen Illusionen, Ängsten und Anhaftungen. Er löst das niedere Selbst auf und entdeckt den verborgenen Stein, das ewige Licht des Intellekts, das nie stirbt und nie vergeht. In den alten ägyptischen Mysterien wurde dieser Abstieg physisch real vollzogen. Der Kandidat wurde in einen Sarkophag gelegt, einen steinernen Sarg, der wie ein Grab verschlossen wurde. Stunden oder sogar Tage verbrachte er dort in völliger Dunkelheit, ohne Nahrung, ohne Licht, ohne Geräusche von außen. Diese Nahtoderfahrung war kein Spiel. Sie provozierte echte Todesangst, löste das Bewusstsein vom Körper und zwang den Menschen, sich seiner eigenen Sterblichkeit und seiner Illusion zu stellen. Dieser Tod ist keine Metapher. Er ist eine reale, körperliche und seelische Grenzerfahrung. Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung beschreibt diesen Zustand in Aion und Symbole der Wandlung. Der Initiant muss in die Unterwelt hinabsteigen, das Unbewusste konfrontieren und den Schatten integrieren. Dieser Prozess zerreißt das alte Selbst und macht Platz für die Wiedergeburt des wahren Selbst. Ein gefährlicher, aber notwendiger Durchgang. Nach dem symbolischen Tod folgt die Prüfung der Finsternis. Der Kandidat bleibt allein mit sich selbst, ohne äußere Hilfsmittel, oft tagelang. Hier zeigt sich, ob er den Intellekt wirklich beherrscht oder ob er noch Sklave seiner Ängste ist. Die Mystery-Schulen lehren: Wer hier scheitert, kehrt als Profaner zurück. Wer besteht, wird weitergeführt. Der amerikanische Mysterienforscher Manly P. Hall fasst in The Secret Teachings of All Ages sinngemäß zusammen: Die Initiation ist der Weg durch die Dunkelheit zum Licht. Der Eingeweihte stirbt als Mensch und wird als Gott wiedergeboren. Er erlangt das verlorene Wort, das lebendige Feuer, das ihn befähigt, die Welt nach seinem Willen zu formen. In der dritten Phase, der Wiedergeburt, wird das Licht wieder entzündet. Der Initiant erhält das verlorene Wort oder das geheime Zeichen, das ihm die Macht gibt, die Kräfte der Natur und des Geistes zu lenken. Er wird zum Träger des göttlichen Feuers, Luzifer in seiner reinsten Form, dem Lichtbringer, der nicht zerstört, sondern erleuchtet und schöpft. Friedrich Nietzsche schreibt in Also sprach Zarathustra im Prolog Abschnitt 3: Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, um ihn zu überwinden?
Genau das ist der Kern der Initiation nach den Mystery-Schulen. Der alte Mensch stirbt, der neue Mensch, der erleuchtete, selbstschöpferische wird geboren. Er ist nicht mehr Sklave der Materie oder der Illusionen. Er ist der Sohn des Lichts, der die Welt regiert durch Weisheit und Intellekt. Die Initiation ist kein einmaliges Ereignis. Sie ist ein Weg mit Stufen. Jede Stufe enthüllt mehr vom verborgenen Wissen, bis der Eingeweihte schließlich das höchste Geheimnis erkennt. Er selbst ist der Tempel, das Licht und der Schöpfer. Doch dieser Weg ist gefährlich. Wer die Kräfte weckt, ohne sie zu beherrschen, wird zerrissen, wie Jung es beschreibt. Wer sie richtig nutzt, wird zum Gott auf Erden, laut Lehren der Mysterien. Und damit schließen wir diese Folge. In der nächsten gehen wir noch tiefer in diesen Prozess. Welche konkreten Prüfungen muss der Initiant bestehen? Welche Rituale öffnen die Tore? Und warum sagen die Mystery-Schulen, dass nur der Eingeweihte die wahre Freiheit erlangt, während die Profanen für immer im Schatten bleiben? Bis dahin bleiben Sie wachsam.